In diesem Video wird gezeigt, wie man Point of Interests in die Datenbank von Track of the Day in der Version 4.1 und neuer importiert. Nachdem wir Track of the Day gestartet haben, können wir hier auf diese Schaltfläche hinzufügen klicken. Es öffnet sich dann ein Dateiauswahldialog wie dieser hier. Um eine Reihe von Point of Interest aus beispielsweise einer CSV-Datei zu importieren, muss man hier Garmin POIs Stern.csv auswählen. Alternativ können auch Point of Interests importiert werden, die man aus Google Maps exportiert hat. Was auch funktioniert, ist der Import von Fotos. Da werden JPEG-Dateien und auch Dateien im HEIC-Format von Apple iPhone beispielsweise unterstützt. Heute wollen wir aber CSV-Dateien importieren und dann seht ihr auch schon hier oben Alpenrouten POI Loader. Das sind also Dateien, die ich mir von www.alpenrouten.de heruntergeladen habe. Hier sehen wir jetzt den Import-Dialog für Point of Interest. Dieser Dialog hat zwei Bereiche. Hier oben haben wir eine Liste mit den Dateien, die wir ausgewählt haben, und hier unten haben wir einen Vorschaubereich und hier können wir in der Mitte einige Einstellungen tätigen. Klickt man in der oberen Liste ein Element an, so werden die enthaltenen Point of Interest hier in diesem Vorschaubereich angezeigt. Klickt man auf das Symbol mit der Lupe, wird dieser Point of Interest in Google Maps geöffnet. So hat man die Möglichkeit zu prüfen, ob die Reihenfolge von Longitude, Latitude für diesen Point of Interest auch wirklich korrekt ist. Ist sie nicht korrekt, sehen wir irgendwelche ganz schrulligen Sachen. Also jetzt haben wir hier den in Äthiopien, also das ist falsch. Also wir können davon ausgehen, dass hier Longitude, Latitude die Reihenfolge der Geokoordinaten der hier gespeicherten Point of Interest ist. Wenn wir nicht alles importieren wollen, was wir hier in der Liste haben, können wir die Dateien einzeln auch wieder herauswerfen. So, ich lösche mal alles bis auf die Pässe beispielsweise. So, hier die Sattelschlucht und Tunnels, die will ich auch nicht haben. Hier habe ich auch die Möglichkeit, mir diese Datei mal im Klartext halt anzuschauen. Also so sehen die Point of Interests aus, bevor man sie importiert. Damit die Pässe importiert werden können, brauchen diese Point of Interest einen Typ und eine Kategorie. Einige Typen sind hier schon vorausgewählt. Ich nehme hier mal Alpenrouten. So, und ich habe hier auch schon einen Typ angelegt, der heißt Pass. So, wenn man das verändern möchte, dann klickt man hier auf dieses Stiftsymbol. Dann kommt man hier zu dem Editor für die POI-Typen. Wenn man einen neuen POI-Typ anlegen möchte, klickt man hier auf das Plus, gibt ihm einen Namen. Toller Typ. Und man hat auch die Möglichkeit, hier beispielsweise einen POI Icon Editor zu öffnen. So, hier hat man jetzt die Möglichkeit, auch irgendwelche Symbole zu malen. So, das sieht jetzt ein bisschen nach Kalimoto aus. So, wenn man eines dieser Symbole übernehmen möchte, dann gibt es hier 4 verschiedene Größen. Die größte Größe, die sieht natürlich toll aus, aber die ist natürlich am langsamsten für die Darstellung. Was sich bewährt hat, ist, dass man diese mittlere Größe hier nimmt und das einfach hier mit einem Mausklick bestätigt. Und wenn man dann hier auf das Symbol klickt, dann hat man hier diesem POI-Typ dieses Symbol hinzugefügt. Man wird den auch wieder los, indem man hier auf die kleine Mülltonne klickt, dann ist er wieder weg. Jetzt haben wir unsere Pässe ausgewählt. Longitude, Latitude sind richtig. Wir haben einen Typ, wir haben eine Kategorie. Und jetzt können wir im Grunde genommen hier einfach auf alle importieren klicken und dann müssen wir einen Augenblick warten. Jetzt werden 945 Point of Interest in unsere lokale SQL-Datenbank geladen. Nach dem Import können wir die Datenbanksicht öffnen, indem wir hier mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und dann hier unten Datenbankansicht öffnen auswählen. So, das ist jetzt die Datenbankansicht. Hier haben wir eine Liste von Tracks, die ist im Augenblick noch leer. Wir haben auch keine Routen, aber wir haben jetzt hier allerlei Point of Interest, die wir gerade alle importiert haben. Selektiert man einen dieser Point of Interest, wird er als Vorschau in der Karte angezeigt. Klickt man auf diese Vorschau, öffnet sich ein Pop-up, das es ermöglicht, diesen Point of Interest in die Karte aufzunehmen.
So, wenn man die Selektion hier wieder löscht, ist der POI jetzt hier in der Karte enthalten. Nach dem nächsten Neustart wird er auch genau so hier wieder angezeigt. Über dieses Symbol hier kann man diese POIs temporär ein- und ausblenden. Über das Kontextmenü kann man die Point of Interest, die in der Karte enthalten sind, auch aus der Karte entfernen. Damit verschwinden sie aus dem oberen Bereich, bleiben aber natürlich in der Datenbank enthalten. In der Datenbanksicht sind komplexe Selektionen möglich. Ich zeige das mal hier. Also hier habe ich jetzt 5 Point of Interest selektiert. Wenn ich jetzt auf diese Schaltfläche klicke, werden diese 5 Point of Interest in die Karte übernommen. So, hier kann ich sie wieder ausblenden und so könnte ich sie halt wieder entfernen. So, was können wir noch mit diesem Point of Interest tun? Wir können beispielsweise einen Point of Interest als Start einer Route wählen. Ich mache das jetzt mal hier. So, jetzt haben wir eine neue Route gestartet an diesen POI. Jetzt wollen wir beispielsweise zu diesem POI fahren. Dann klicken wir auf dieses Symbol. So, jetzt wird versucht, eine Route zu finden, die diese beiden Pässe miteinander verbindet. So, das ist jetzt gerade passiert. Wie die Routenberechnung funktioniert, das können wir hier unten einstellen. So, ich habe jetzt hier Sperrung vermeiden im Augenblick ausgewählt und da wir jetzt gerade Winter haben, sind wahrscheinlich die meisten Pässe hier oben verschneit und nicht passierbar. So, ich ändere das jetzt mal hier auf Entfernung. Also ich ignoriere jetzt bewusst, dass diese Pässe vielleicht im Augenblick nicht befahrbar sind und berechne meine Route nochmal neu. So, jetzt sehen wir auch, da kommt ganz was anderes bei raus. So, diese Route führt jetzt hier an diesem Pass entlang. Der ist in der Nähe, da können wir jetzt mal sagen, den fügen wir als Via-Punkt in diese Route ein. So, jetzt könnten wir vielleicht das gleiche mit diesem Punkt machen. Also wir fahren jetzt dahin, jetzt vielleicht zu diesem hier und anschließend zu diesem hier unten. So, jetzt können wir vielleicht noch gucken, was wir hier so haben. Also vielleicht können wir diesen Pass noch als Via-Punkt aufnehmen und den hier unten vielleicht auch noch. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Die Route, die wir jetzt ausgerechnet haben, hat 990 Kilometer. Das sehen wir hier oben, ist also ein bisschen was lang. Aber wir haben ja die Möglichkeit, jetzt in Version 4.1 das Travel Day Splitting zu verwenden. Wir können also diese Route in Reisetage aufteilen. So, jetzt können wir beispielsweise sagen, wir wollen hier 300 Kilometer am Tag fahren, durchschnittlich 50 km/h und unsere Route soll, sagen wir mal, am 1. Juni starten. So, 4 Tage würden wir brauchen. So, jetzt haben wir die Route aufgeteilt, die kann ich hier löschen. So, jetzt habe ich hier im Grunde genommen 4 verschiedene Routen, die mich hier von Pass zu Pass führen. Wenn ich den kompletten Routenverlauf sehen möchte, kann ich hier dieses Feature verwenden. Ich klicke auf dieses Symbol, dann habe ich die Connected Routes eingeschaltet. So, ich kann auch die Karte verriegeln. Das geht mit diesem Symbol hier und jetzt kann ich hier genau den Routenverlauf sehen. So, hier unten, das ist eine ganz, ganz kurze Tour. Da können wir auch sehen, die hat nur 90 Kilometer. Eigentlich kann man das auch in 3 Tagen schaffen und nicht in 4 Tagen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir wollen Route 3 und 4 miteinander wieder verschmelzen. Dann klicken wir mit der rechten Maustaste und sagen hier mit einer anderen Route zusammenfügen. Und zwar mit der Route Nummer 4. So, wir wollen das hinten anhängen. Dann klicken wir darauf. Zum Abschluss möchte ich euch noch zeigen, wie man POIs, die man beispielsweise in Google Maps markiert hat. Ihr seht hier, das ist also mein Google Maps Profil und das sind hier beispielsweise Point of Interest hier auf Lanzarote, die ich hier alle selektiert habe, Teneriffa und so weiter. Es gibt auch allerlei POIs hier in Korsika, Sardinien, Sizilien, in den Alpen, also das ist eine große Liste. So, man kann bei Google Maps einen Export dieser Point of Interest anfordern und sobald er abgeschlossen ist, bekommt man eine E-Mail geschickt, da ist ein Download-Link enthalten und wenn man diesem Download-Link folgt, kann man eine Datei im GeoJSON-Format herunterladen. Diese GeoJSON-Daten kann man auch in Track of the Day importieren. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Für den Import einer GeoJSON-Datei geht man genauso vor wie bei der CSV-Datei. Man klickt hier oben auf Hinzufügen und wählt dann hier unten JSON aus, Google Maps POIs im JSON-Format. So, ich öffne die mal, klicke hier auf Öffnen. So, und jetzt
können wir uns die auch angucken. Also das hier, das ist GeoJSON. Also das versteht man nicht sofort, aber es ist ja gut, dass es Track of the Day gibt, das versteht das. So, wenn man jetzt hier das Element anklickt, dann wird hier die Vorschau geöffnet und dann können wir auch, wie schon vorher bei den CSV-Dateien, uns hier eine Vorschau öffnen und können uns beispielsweise hier diesen Punkt hier in der POI-Vorschau ansehen. Also das ist so alles gut. Latitude, Longitude kann man hier nicht auswählen, weil das hier fest vorgegeben ist. Da gibt es also keine Reihenfolge, das ist hier sauber definiert. Wir können jetzt auch hier einen Typ angeben, sagen wir mal hier Google Maps und auch eine Kategorie. Also hier haben wir zum Beispiel, ich lege mal eine neue Kategorie an, ich nenne die mal meine POIs. Meinen POIs kann ich jetzt auch ein Logo zuweisen. Ich weise Ihnen jetzt mal hier dieses Google-Logo zu. So, und jetzt klicke ich hier einfach mal auf Import. Also diesen Dialog kann man auch hier schön verschieben. Man kann ihn auch zum Vollbild vergrößern. So, ich mache jetzt hier mal den Import. Also jetzt werden 492 Point of Interests in Track of the Day, in die Datenbank von Track of the Day importiert, die ich vorher aus Google Maps exportiert habe. So, schauen wir uns das Ergebnis mal an. So, jetzt sehen wir hier, das sind jetzt hier meine POIs. So, und ich kann jetzt hier diese POIs sehen zusammen mit den Alpenrouten-POIs. Ich muss mal schauen, wo hier der Wechsel ist. So, hier sehen wir, das sind meine und das sind andere POIs. So. In der Datenbankansicht habt ihr die Möglichkeit, hier Abfragen zu machen. Ihr könnt zum Beispiel sowas machen. So, ich habe jetzt geschrieben hier Category gleich meine, also Category ist hier die Überschrift und jetzt wird alles angezeigt, was hier mit meine beginnt. So, hier sehen wir nur noch meine POIs. So, jetzt kann ich einen anklicken, STRG A drücken. Jetzt werden die alle selektiert, sind also alles meine Point of Interest. No, fast 500 Stück. So, und wenn ich jetzt auf diese Schaltfläche klicke, dann werden die alle in die Karte übernommen. So, ich kann jetzt die Datenbankansicht schließen und jetzt habe ich hier alle meine POIs in Track of the Day. So, jetzt könnte ich also wirklich hergehen und sagen, so, ich will hier eine Route am Kara See beispielsweise starten, dann will ich vielleicht hier hinfahren, das ist ganz schön. Vielleicht will ich das hier noch als Via-Point nehmen, dann soll es vielleicht anschließend, ach, guck mal hier, das passt auch gut, so, dann fahren wir vielleicht noch hier hin, anschließend vielleicht hier hin und dann vielleicht zu diesem Point of Interest. So, dann haben wir hier noch was Schönes. So, jetzt haben wir eine schöne Tour geplant, 318 Kilometer und diese Tour enthält allerlei Point of Interest, die wir uns selber mal irgendwann in Google Maps zurechtgelegt haben. In Version 4.1 von Track of the Day gibt es auch ein schönes anderes Feature. Ich lösche dazu mal diese Route wieder und ich werfe mal alle Point of Interest, die wir hier sehen, aus der Kartenansicht wieder heraus. So, jetzt plane ich mal eine Route, sagen wir mal hier, von diesem Punkt hier. Da starten wir eine Route und die machen wir mal hier hin zum Beispiel. In den Einstellungen von Track of the Day kann ich jetzt hier im Reiter Routing einen Suchradius für Point of Interest eingeben. So, das ist das hier, POI-Entfernung. Also da wird nach POIs gesucht im Augenblick, die maximal 1 Kilometer von meiner Route entfernt sind. So, das mache ich jetzt mal hier. Ich suche jetzt POIs entlang der Route. So, und jetzt sehen wir auch, ich habe da jetzt also 4 schöne Alpenpässe gefunden und hier gibt es auch ein POI. Gucken wir mal, was das ist. Ja, eine Seilbahn gibt es da. So, da können wir doch sagen, das ist doch toll, da wollen wir mal hin, da benutzt man die Seilbahn und fahren irgendwo auf dem Berg. So, und diesen POI hier, der liegt sowieso direkt auf der Strecke, entlang der Strecke. So, das ist alles wunderschön. Ein weiteres schönes Feature von Version 4.1 sind die automatisch generierten Roadbooks. Das kann ich euch gerade nochmal zeigen. Man klickt mal hier oben auf Teilen, dann hier unten DocX-Dokument.
So, jetzt wird ein Word-Dokument generiert, so, das seht ihr jetzt hier. Und das ist jetzt im Prinzip die Kurzbeschreibung unserer Tour, Start und Ziel und die Point of Interest, die wir unterwegs besuchen wollen. Damit ein Navigationsgerät wie beispielsweise ein BMW Navigator oder ein TomTom oder ein Garmin-Gerät auch wirklich diese Route nimmt, sollte man hergehen und da weitere Routenpunkte setzen, weil ansonsten wäre es durchaus möglich, dass da auch ganz andere Routenführungen zustande kommen. Also die Route könnte auch so aussehen oder so oder so. Also da gibt es viele Varianten. So, wenn wir jetzt, sagen wir mal, genau diese Routenführung hier haben möchten und wir wollen das Navigationsgerät dazu bringen, dass es wirklich diese Route so fährt, wie wir die hier geplant haben, dann können wir ein Refinement machen. Dann sagen wir hier rechte Maustaste, Route verfeinern und dann können wir beispielsweise 29 Via-Punkte dieser Route automatisch hinzufügen. So, und jetzt wird das Navigationssystem exakt dieser Route folgen. Bei den Routing-Optionen kann man hier das neue Auto-Shaping einstellen. So, das ist gerade hier aktiviert. So, und wenn ich diese Route im Routeneditor öffne, dann sehe ich auch, hier habe ich, der erste Wegpunkt ist ein Via-Punkt, alles andere sind graue Shaping Points und unser Ziel ist auch ein Via-Punkt. Hier beispielsweise können wir jetzt hergehen und können hier eine Pause definieren. Und jetzt sehen wir, dass dieser Wegpunkt 13 auch zu einem Via-Punkt geworden ist. Also der müsste jetzt angefahren werden und dann in der Routenberechnung wird er im Augenblick mit 5 Minuten berücksichtigt. Man hat auch die Möglichkeit, hier die Pausen ein bisschen länger einzuplanen. Man kann auch 15 Minuten, 30 oder 60 Minuten oder eben auch 120 Minuten für eine Pause einplanen. Einige Anwender haben auch gefragt, wie man denn jetzt Tankstops beispielsweise auf dieser Route einplant. Tun wir doch mal so, als wollten wir hier irgendwo in der Mitte dieser Route einen Tankstopp einplanen. Dafür müssen wir erstmal eine Tankstelle finden. So, dafür öffne ich hier die POI-Suche und jetzt suche ich hier nach Tankstellen. So, jetzt habe ich beispielsweise hier eine Tankstelle gefunden. Sagen wir mal, dass das die Tankstelle ist, an der wir unsere Motorräder auftanken wollen. Jetzt können wir durch Klick auf dieses Sternsymbol hier oben aus dieser Tankstelle einen Point of Interest machen. So, da ist er. Und wir können jetzt auch hier nochmal den Typ ändern. Wir können hier beispielsweise sagen, wir legen eine neue Kategorie an, Tankstelle. So, und jetzt können wir diese Tankstelle hier als Via-Point in unsere Route integrieren. So, jetzt haben wir einen Tankstopp eingeplant, wir haben Start, Stopp, wir haben mehrere POIs und wir haben das Navigationssystem dazu gebracht, dass es die Route so abfährt, wie wir das denn gerne haben möchten. Damit wäre ich am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald und tschüss.